Nachdem die Rückfahrt von Steingaden nach meiner letzten Etappe mit Bus und Zug relativ lange gedauert hat, suche und finde ich mit Flixbus eine Alternative, die mich von München Hackerbrücke direkt nach Steingaden bringt. Den Link zu Flixbus findet ihr in der Beschreibung. Guten Morgen, liebe Freunde. Heute ist Freitag, der 20. Oktober 2023 und ich beginne die nächste Etappe auf dem Münchner Jakobsweg. Heute bin ich in Steingaden und laufe dann über Lechbruck zum Auerberg. Ja, und bin jetzt hierher mit dem Flixbus gefahren und werde dann auch noch was dazu erzählen, wie man mit dem Flixbus fährt etc. Ja, viel Spaß mit dem Video. Wenn dir mein Video gefällt, bitte ich dich, es zu liken und meinen Kanal mit dem Klick auf die Muschel zu abonnieren. Im Café Lux Platzerl gönne ich mir ein zweites Frühstück mit Cappuccino und selbstgemachtem Kuchen. Die Chefin gibt mir noch ein Apfeltaschel für den Weg mit. Ich stehe jetzt hier vor dem Münster in Steingaden. Das war mal eine Klosteranlage und ich kann vielleicht später noch mal so ein bisschen mehr über das Thema erzählen. Und ich versuche jetzt mal reinzugehen und schau mal, ob es einen Pilgerstempel gibt. Ich stehe jetzt hier in der Eingangshalle des Welfenmünsters und an der Wand sieht man Wandmalereien aus dem Mittelalter. Und hier an der Seite ist noch ein Kruzifix. Und rechts gibt es noch eine wunderschöne Pforte in die Kirche. Neben der Eingangshalle gibt es noch eine kleine Kapelle. Hier sehen wir ein Bild des heiligen Sebastian. Dann die Mutter Gottes mit dem Jesuskind. Und hier um die Ecke ist dann sogar noch eine weitere Stempelstelle für den Jakobsweg. Jetzt habe ich hier zwar schon einen bekommen in dem Klosterladen, aber den nutze ich natürlich auch. Ja, heute mein erster Wegweiser auf den Jakobsweg, der sich auch hier mit dem König-Ludwig-Weg deckt. Meine aufmerksamen Zuseher werden jetzt schon wissen,
worum es sich hier handelt. Wir sind hier auf dem König-Ludwig-Weg und hier stehen immer wieder diese Bänke, wo eingeschnitzt ist, wie so das Höhenprofil dieses Weges ist. Der Wind weht heute recht stark. Es ist sehr warm, fast 20 Grad. Die Felder sind schon frisch geodelt und da hinten zieht ein Traktor seine Kreise. Eine Wagnerei war früher eine Werkstatt, wo Kutschenräder und sowas repariert wurden. Der Nachname Wagner ist in Bayern relativ weit verbreitet. Vor der Kirche Maria Magdalena in Urspring. Kleiner Brunnen. Und da ist die Kirche selber. Im Eingang der Kirche ist Jesus am Kreuz. Und der Geheimtipp von der Enkelin des Wagners, der hier gearbeitet hat, ist hier, dass es hier auch noch einen Pilgerstempel gibt. Und zwar in der Nische neben dem Gedenktafeln. Da hole ich mir gleich den nächsten Stempel. Die Sonne kommt raus und lacht mich an. Und ich laufe in diesem atemberaubenden Panorama. Es ist so schön. Kühe auf der Weide vor dem Ort Steingädele. Und der kommt, glaube ich, jetzt da hinten. Hier in Steingädele gibt es eine wunderschöne kleine Kapelle, aber die ist abgesperrt. Und beim Eingang am Schloss hängen Spinnweben, das heißt, da ist schon lange keiner mehr reingegangen. Schade, innen schaut es eigentlich ganz nett aus. Hier laufe ich jetzt ganz wild romantisch durch eine Moorlandschaft. In den düsteren Mooren Germaniens stapfe ich vor mich hin.
Irgendwie fallen mir jetzt hier so gerade so die Geschichten von Moorleichen ein, die im Sumpf geopfert wurden und so weiter. Also ich bin ganz froh, wenn ich dann hier doch mal wieder raus bin. Aber schön ist es und der Weg ist fest. Also der Boden ist fest. Jo. Die Sonne strahlt jetzt wieder ein bisschen mehr und vor mir liegt jetzt der Ort Prem. In dem Ort gibt es dann eine Art Brücke über den Lech, der Fluss, der hier in der Gegend fließt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ich vermute schon. Hier in dem Bach, da tummeln sich lauter Forellen. Hier befinde ich mich in der schönen Lechaue und gerade hier habe ich versucht, bei dem Wirtshaus hier einzukehren. Die haben aber seit 10 Minuten zu und ich habe keine Chance. Aber ist kein Problem, ich laufe halt einfach weiter. Da hinten sieht man einen Staudamm und ich glaube, hier ist dann noch der Lechstausee. Und da muss ich jetzt oben auf der Kante entlang laufen. Also, bis gleich. Auf dieser kleinen Bank habe ich jetzt eine gemütliche Brotzeit gemacht mit einer gigantischen Aussicht auf den Lechstausee. Hier sieht man mal wieder eines der alten Muschelsymbole, die wohl die allerersten Wegweiser waren, die hier auf dem Jakobsweg angebracht wurden, vor über 20 Jahren mittlerweile schon. Ich war ja am 29. Juli auf der 20-Jahres-Feier von dem Münchner Jakobsweg und ich werde dann vielleicht gleich hier oben nochmal das verlinken, dieses Video, da kannst du es nochmal anschauen. Also ich korrigiere meine frühere Aussage, das da unten war nicht der Lechstausee, das ist der Lechstausee. Habe den Fluss einfach mal eingefangen und einen Stausee gemacht. Und ich stehe jetzt hier oben auf der Staumauer und blicke auf die andere Seite dann runter, wo der Lech dann weiterfließt. Früher hat man Waren auf Floßen oder auf Flüssen den Lech hinunter transportiert, speziell Holz. Weil die Bayern war ja früher zu großen Teilen Wald und nicht so gut erschlossen mit Straßen etc. Da war dann die Flüsse und Flöße waren dann eine gute Methode, um Waren zu transportieren. Also so viele Schwäne habe ich auch noch nie auf einem Haufen gesehen. So, jetzt laufe ich gleich in Lechbruck ein. In Lechbruck gönne ich mir gegen 16 Uhr beim Metzgerwirt noch ein alkoholfreies Pilgerweißbier und einen Schwabenteller mit Spätzle. Ja, das Wetter wird jetzt etwas schlechter wieder, regnerischer. Der Wegweiser sagt mir jetzt, dass zum Auerberg noch 2,5 Stunden sind. Schauen wir mal. Naja, gehen wir mal weiter.
Ja, eigentlich wollte ich die Kirche jetzt eigentlich aussparen beim Beuren, aber irgendwie muss ich jetzt hier doch vorbei. Und Eidegaus, eine Stempelstelle. Von Bernbeuren laufe ich noch circa 4 Kilometer, mittlerweile im Dunkeln, zu meiner Unterkunft auf dem Auerberg. Eigentlich sollte der Weg heute nur 16,7 Kilometer lang werden. Durch den Schlenker zum Lechstausee kommen noch einmal 8 Kilometer dazu. So komme ich an diesem Tag auf insgesamt 24 Kilometer reine Laufstrecke. Wie es weitergeht, siehst du im nächsten Video.